Hallo und willkommen zurück zum Saddles and Bars Vlog. Heute bin ich mal wieder mit Tim unterwegs. Ja? Ja. Und wir fahren zusammen über die Delmarva, die Delaware, Maryland, Virginia Halbinsel zwischen der Chesapeake Bay und dem Atlantik. Heute Morgen sind wir ganz früh in Washington losgefahren. 5 Uhr ging es los. Sind dort durch die Vororte gefahren. Es ist Sonntag. Da war nicht ganz so viel Verkehr. Ja, sind dann über die Chesapeake Bay Bridge. Da kann man mit dem Fahrrad nicht rüber. Also haben wir uns da von dem Shuttle-Service rüberfahren lassen. Und inzwischen sind wir jetzt auf der Delmarva. Das ist eine fast 200 Kilometer lange Halbinsel. How many gears you got? 12. I got a hard rock. I'm 84. Once I get rolling, and nothing to it. I'm booking 30 miles an hour, man. That's what I'm saying. Ja, jetzt hatten wir uns mit dem, der uns über die Brücke bringt, verabredet hier um 12 Uhr. Halb 1. Hat aber schon zweimal angerufen. Tim ist auch mal kurz um die Ecke. So Tim, do we get dumped? Maybe. Maybe? Maybe we'll have to swim. Why don't you swim? I stay with the bikes. Okay. Okay. One plan. That's one plan. He's only half an hour late. He's only half an hour. I guess Pierre. It's a beautiful day. What did you say? It's a beautiful day. It's a beautiful bay or it's a beautiful day? It's a beautiful day and a beautiful bay. It's a beautiful day and a beautiful bay. It's a beautiful day in the bay. By the bike shop, but there's nobody there to buy them. So, jetzt sind wir über die Brücke rüber. Das war ein lustiges Pärchen, das uns da gefahren hat. Egal, Tim und ich haben unsere Bikes wieder zusammengerödelt. Tim, are we ready to roll on? We're ready to rock and roll. Bummelig 150 Kilometer am ersten Tag gefahren und haben unsere Zelte hier im Wald aufgeschlagen. Wir sind im Tuckahoe State Park. Das ist ein Park, der vom Staat Maryland unterhalten wird und diese Campsites, die kann man vorreservieren. Ist extrem schön, ist extrem ruhig, abseits jeden Verkehrs. Hier gibt es auch ein kleines Badehaus, Toilette, Dusche, was will man mehr? Ja, und bevor wir uns in Richtung Dusche bewegen oder so, brauchen wir erstmal einen kleinen Snack. Tim macht sich hier irgendwie Astronautennahrung. What are we having? Grass-fed Bison chili. Bison chili. Bison. Bison. Bison auf Deutsch. Bison. Bison. Ja, ja. Sounds French, hein? Bison. 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 Ouais, Oh, ouais. Na ouais, très bien. Und ich fange jetzt erstmal an hier mit, ach, das habt ihr schon in meinen vorherigen Videos irgendwie mal gesehen, saure Gurken. Die mag ich, eingelegte Gurken. Und das hier sind tatsächlich die konnte ich vorher gar nicht zeigen. Aber jetzt habe ich sie wieder gefunden. Oh snap, Dilly Bites.
Habe ich an der Tankstelle heute gekauft. Ist sowas wie eine Capri-Sonnen-Verpackung. Ich habe sie in normal genommen. And Tim, you bought the O-Snap with hot spices. Did I? Yeah, you did. Ich habe die normalen genommen mit Dill. Und Tim, Hottie Bites. Hey, Hottie Bites. Ja. Jo. So, ja, und in diesem Capri-Sonnen-Topf hier, der keiner ist, da sind diese Dillgurken schon schön in kleinen Scheiben vorgefertigt. Ja. Das ist mein Ding. Scharfengeschwindigkeit. Ich weiß, das gibt's in Berlin nicht. Da müssen wir noch mal gemeinsam drüber reden. Dilly Bites.